Das bedingungslose Grundeinkommen hat Freunde, aber vor allem auch Feinde. Auf der einen Seite stehen die Befürworter. Sie sehen vor allem die Chancen für mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit. Auf der anderen Seite stehen die Skeptiker. Sie kritisieren einen aufgeblasenen Sozialstaat und finden es unfair, Steuergelder einfach so umzuverteilen. Nochmal, Herr Palmer, der Sozialstaat frisst uns sozusagen die Haare vom Kopf. Jo, unterschreibe ich auch. Deshalb sprechen wir heute darüber, woher überhaupt die Idee kommt, sowas wie ein BGE einführen zu wollen, und über die kritischen Probleme, die ein bedingungsloses Grundeinkommen mit sich bringt. Außerdem schauen wir uns an, wieso ausgerechnet ein Armutsforscher gute Argumente gegen ein BGE findet und was ich persönlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen denke. Bleibt also dran. Aber warum kommt überhaupt jemand auf die Idee, unser System so radikal umbauen zu wollen? Eigentlich haben wir doch ein gutes Sozialsystem in Deutschland. Oder? Manche sagen sogar, unser Sozialstaat sei viel zu groß und viel zu teuer. Warum sollen wir das System also mit einem Grundeinkommen noch weiter aufblasen? Als ehemalige Europaabgeordnete weiß ich, dass unser Sozialstaat hier in Deutschland weit über dem ist, was andere europäische Länder bieten. Würde ich irgendwo auf der Welt Hilfe brauchen, würde ich mir, wenn ich nach Europa reisen wollte, mit meinen Kindern nach Deutschland gehen. Wie groß ist unser Sozialstaat also wirklich und welche Probleme gibt es? Regelmäßig lesen wir diese Schlagzeilen. Deutsche Sozialausgaben haben sich fast verdreifacht. Oder die Folgen des ausufernden Sozialstaates. Die Meinung ist klar. Deutschland gibt zu viel Geld für seine Bürger aus. Und jetzt die Fakten. Unser Sozialstaat ist im internationalen Vergleich gar nicht so unglaublich groß oder unglaublich stark gewachsen. In dieser Darstellung vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sehen wir den Vergleich der Sozialausgaben der reichen OECD-Staaten gemessen an der Wirtschaftsleistung. Deutschland befindet sich hier im Mittelfeld. Auch beim Wachstum öffentlicher Sozialausgaben sehen wir einen Anstieg von nur 26% in 20 Jahren. Damit befindet sich Deutschland im OECD-Vergleich auf dem drittletzten Platz. Die Ökonomen Prof. Sebastian Dullien und Dr. Katja Rietzler schreiben dazu: Im Vergleich mit anderen Industrieländern zeigt sich, dass das Wachstum der realen öffentlichen Sozialausgaben in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren unauffällig ist. Im Vergleich zu anderen OECD-Ländern sind die Sozialausgaben in Deutschland besonders schwach gewachsen. Und weiter heißt es, auch beim Anteil der Sozialausgaben an der Wirtschaftsleistung ist Deutschland im Vergleich der reichen OECD-Länder unauffällig. Und damit es hier keine Missverständnisse gibt, trotz großer Probleme in unserer Wirtschaftspolitik sind wir immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der deutsche Sozialstaat ist also im Vergleich zu anderen Ländern eher geschrumpft als gewachsen. So viel zum Märchen des aufgeblähten Sozialstaats. Aber unser Sozialsystem hat andere Probleme. Es ist zum Beispiel sehr kompliziert. Jeder, der schon mal Anträge für Wohngeld oder ähnliche Leistungen in der Hand hatte, weiß, wovon ich rede. Schauen wir uns also erstmal die Probleme unseres Sozialsystems an. Kompliziert und intransparent. Das System ist ein echter Dschungel aus Formularen und Zuständigkeiten. Selbst Experten haben Mühe durchzublicken. Für die Betroffenen ist es oft fast unmöglich herauszufinden, welche Hilfe ihnen zusteht. Die Folge? Viele beantragen erst gar nichts, obwohl sie Anspruch hätten. Und dieser ganze Papierkram kostet uns alle natürlich auch sehr viel Geld. Ich selbst habe eine Zeit lang Menschen bei solchen Anträgen unterstützt und bin da ebenfalls etwas ins Grübeln gekommen. Fehlanreize und Armutsfalle. Stellt euch vor, ihr bezieht Bürgergeld und findet einen Job oder arbeitet mehr. Klingt doch gut, oder? Aber oft ist es so, von dem Geld, das ihr mehr verdient, bleibt am Ende kaum etwas übrig, weil es direkt wieder abgezogen wird. Manchmal gehen von jedem extra Euro 80 Cent oder sogar der ganze Euro wieder weg. Durch Steuern, Abgaben oder weil Leistungen gekürzt werden. Die Bertelsmann Stiftung hat gemeinsam mit dem ZDW Mannheim die sogenannte Grenzbelastung untersucht. Also wie stark ein Arbeitnehmer von einem zusätzlichen Euro-Lohn profitiert. Dabei kam heraus, dass kleine und mittlere Einkommen in den meisten Fällen kaum profitieren, dafür aber Gutverdienende umso mehr. In einigen Fällen finden wir Grenzbelastungen von über 120%. Der hinzuverdiente Euro sorgt damit für 20 Cent netto weniger in der Haushaltskasse. Das ist doch verrückt, oder? Da fragt man sich doch, warum man überhaupt mehr arbeiten soll, gerade wenn man eh schon weniger verdient. Was viele auch nicht wissen: Wir leisten uns etwa 830.000 Menschen, die gleichzeitig Bürgergeld beziehen und arbeiten gehen. Sogenannte Aufstocker. Der Staat subventioniert damit schlechte Löhne, die nicht zum Leben reichen. Gerade deshalb müssen auch die Arbeitslöhne steigen. Aber das ist ein anderes Thema.
Bürokratie und Stigmatisierung. Wer staatliche Hilfe braucht, muss oft sein ganzes Leben offenlegen. Diese Bedürftigkeitsprüfung wird von vielen als entwürdigend empfunden und führt dazu, dass sich Menschen schämen, Leistungen zu beantragen. Man ist dann schnell der Sozialschmarotzer, obwohl man gerade vielleicht einfach nur viel Pech hat. Gerechtigkeit und Ungleichheit. Obwohl wir einen Sozialstaat haben, wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Der Sozialbericht 2024 zeigt, die Einkommensunterschiede waren 2021 so groß wie nie seit 2010. Das bedeutet konkret, das oberste Zehntel der Bevölkerung verdient 23% der verfügbaren Einkommen, während die unteren 20% zusammen nur 9% erhalten. Und bei den Vermögen ist es noch krasser. Die obersten 10% besitzen über 2/3, etwa 68% des gesamten Nettovermögens. Die unteren 50% der Bevölkerung verfügen insgesamt nur über 1,3% der gesamten Nettovermögen in Deutschland. Vieles deutet darauf hin, dass die Umverteilungswirkung des Steuer- und Transfersystems nachlässt. Das WSI berichtet sogar, dass die Sorgen um den eigenen Lebensstandard inzwischen bis weit in die Mittelschicht hineinreichen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung schreibt dazu Folgendes. Die Dekade 2010 bis 2019 war ein Jahrzehnt mit starkem Wirtschaftswachstum. Löhne und Gehälter stiegen deutlich an, Erwerbslosigkeit sank auf ein sehr niedriges Niveau. Gleichzeitig lässt in diesem Zeitraum die Umverteilungskraft des Steuer- und Transfersystems deutlich nach. Die hohe Ungleichheit wird zunehmend weniger durch Steuern und Transferzahlungen abgemildert. Zugleich sind staatliche Transfereinkommen, allen voran die Rente, immer weniger in der Lage, Menschen tatsächlich vor Armut zu schützen. Unter unserem aktuellen Sozialstaat dulden wir, dass 20,9% der deutschen Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das sind 17,6 Millionen Menschen. Gleichzeitig gibt es in unserem Steuersystem riesige Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer für Superreiche. Kleine Erbschaften werden im Verhältnis hoch besteuert. Und Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer belasten ärmere Menschen ebenfalls verhältnismäßig stärker. Genau diese Probleme, die Komplexität, die Armutsfalle, die soziale Ungerechtigkeit und die Bürokratie sind der Ursprung für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Im Kern beschreibt das BGE eine regelmäßige staatlich finanzierte Geldleistung an alle Mitglieder einer Gesellschaft. Und zwar, das ist der Clou, ohne individuelle Bedürftigkeitsprüfung und ohne die Forderung nach einer Gegenleistung. Die Höhe soll dabei in vielen Konzepten existenzsichernd sein, also die grundlegenden Lebenshaltungskosten decken. Entscheidend ist, viele sehen das BGE nicht als eine neue Sozialleistung, sondern als eine fundamentale Reform unseres gesamten Steuer- und Transfersystems. Eine Idee, wie das BGE funktionieren könnte, nennt sich negative Einkommenssteuer. Stellt euch eine Linie vor. Verdient ihr darunter, bekommt ihr Geld vom Staat dazu. Verdient ihr darüber, zahlt ihr Steuern. Das BGE wäre dann quasi eine Art Startguthaben für jeden, auf dem aufgebaut werden kann. In den meisten Beispielen für die Finanzierung wird das BGE für Erwachsene bei 1.000 oder 1.200 Euro und für Kinder jeweils bei der Hälfte, bei 500 oder 600 Euro angesetzt. Damit sind aber auch alle Sozialausgaben des Staates ausbezahlt. Das betrifft zum Beispiel Zahlungen wie Bürgergeld, Kindergeld, Wohngeld und so weiter. So kommen wir auch zum nächsten großen Kritikpunkt am bedingungslosen Grundeinkommen. Wie soll das Ganze eigentlich finanziert werden? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das mal durchgerechnet. Für ein BGE von 1.200 Euro für Erwachsene und 600 Euro für Kinder werden insgesamt über 1.100 Milliarden Euro pro Jahr benötigt. Eine gigantische Summe. Weil ich mich in diesem Video und in diesem Online-Artikel auf Substack bereits ausführlich mit dieser Studie befasst habe, hier die Kurzfassung. Und alle Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Das DIW hat verschiedene Modelle simuliert. Als Basismodell kommt eine große Einkommensteuerreform. 50% Einkommenssteuer auf alles ab dem ersten Euro und eine hohe CO2-Steuer. Das Ergebnis? Bis auf 200 Milliarden Euro, die noch fehlen würden, wäre das BGE bereits finanziert. Über 80% der Leute würden von dieser Reform profitieren. Besserverdienende würden selbstverständlich stark belastet. Aufbauend auf dem Basismodell gibt es dann zwei Alternativen, in die weitergedacht werden kann. Alternative 1 würde die Einkommenssteuer für alle auf 60,5% erhöhen. Das wäre finanzierbar. Es gäbe massive Umverteilung von oben nach unten. Die Armut in der Bevölkerung würde dafür aber sehr stark sinken. Alternative 2 würde die Mehrwertsteuer drastisch anheben
anheben auf 35 und 23%. Auch das wäre finanzierbar. Die Umverteilungswirkung wäre aber deutlich geringer, weil hohe Konsumsteuern besonders kleine und mittlere Einkommen treffen. Falls euch das alles zu theoretisch ist, könnt ihr auch den interaktiven BGE-Konfigurator ausprobieren. Hier könnt ihr entweder selbst entscheiden, wie das BGE finanziert werden soll, oder die bereitgestellten Vorlagen nutzen. Die Effekte der gewählten Maßnahmen können dann in dieser Grafik abgelesen werden. Sie zeigt die Einkommensverteilung und basiert auf der Simulationsanalyse der DEW-Studie. Wenn ich ein extra Video zu dem Konfigurator machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn wir den Kritikpunkt der Finanzierung betrachten, ist dieser eher unbedenklich. Selbst ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen muss unser Steuer- und Abgabensystem sowieso verändert werden. Die Umverteilung zum Wohle einer stabilen und sozialen Gesellschaft ist sogar in unserem Grundgesetz und in unserem Steuergesetz verankert. Das Sozialstaatsprinzip wird aus Artikel 20 und Artikel 28 abgeleitet, in denen Deutschland als sozialer Bundesstaat und sozialer Rechtsstaat definiert wird. Außerdem dienen Steuern laut der Abgabenordnung neben vielen anderen Aufgaben auch dem finanziellen Ausgleich sozialer Unterschiede. Befürworter des BGE sagen deshalb oft, das BGE ist keine systemfremde Idee, sondern nur eine andere Methode, um diese verfassungsmäßigen Ziele zu erreichen. Wer also das bedingungslose Grundeinkommen aus finanzieller Sicht kritisiert, kann nur die Methode kritisieren, aber nicht die Umverteilung selbst. Denn diese ist in der Verfassung festgeschrieben. Aber liefert das bedingungslose Grundeinkommen wirklich das, was sich alle Befürworter wünschen? Einer der bekanntesten Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens ist der Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge. Er hält das BGE für einen gesellschaftlichen Fremdkörper. Gehen wir seine Hauptkritikpunkte einmal durch. Soziale Ungleichheit und Unzulänglichkeit. Christoph Butterwegge argumentiert, dass das BGE in reichen Industrienationen wie Deutschland die bestehende soziale Ungleichheit eher festigen als bekämpfen würde. Butterwegge ist der Meinung, das BGE wirkt wie eine Gießkanne. Es verteilt Geld an alle, aber trifft nicht gezielt die, die es am dringendsten brauchen. Er warnt davor, dass dadurch wichtige spezielle Hilfen wie Sozialhilfe, Bürgergeld oder Wohngeld wegfallen würden. Am Ende hätten die wirklich Bedürftigen dann vielleicht sogar weniger Geld zur Verfügung als vorher. Und das ist für mich einer der wichtigsten Kritikpunkte. Das BGE behandelt alle gleich. Aber sind wir denn alle gleich? Jemand, der gesund ist, aber keine Arbeit findet, ist in einer anderen Situation als jemand, der wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht arbeiten kann. Ein einheitliches Grundeinkommen für alle ignoriert diese Unterschiede in den Lebensrealitäten. Aber nicht jeder Mensch ist gleich gesund und gleich leistungsfähig. Wenn die stärksten Schultern die Gesellschaft tragen sollen, dürfen die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft nicht in Vergessenheit geraten. Denn genau diese Menschen müssen von der Gesellschaft beschützt und versorgt werden. Gefahr für den Sozialstaat. Butterwegge sieht im BGE eine Gefahr für den bestehenden Sozialstaat und befürchtet dessen Aushöhlung oder gar Zerstörung. Das BGE würde, weil es nur die Existenz sichern soll, den Staat zu einem Almosenstaat reduzieren. Auf diese Weise würde der Staat gemeinsam mit der Wirtschaft neoliberale Deregulierungskonzepte durchsetzen, die Arbeitnehmerrechte schwächen und die Macht der Gewerkschaften mindern. Um den Neoliberalismus vernünftig zu erklären, braucht es ein ganzes Video. Und das ist bereits in Arbeit, also freut euch schon mal darauf. Befürworter eines BGE sehen gerade die Befreiung der Menschen vom absoluten Arbeitszwang. Butterwegge hat allerdings große Zweifel, weil immer mehr Akteure aus dem Silicon Valley und vereinzelte Vertreter aus der Wirtschaft sich zu der Idee des BGE positiv äußern. Sein Verdacht: Wenn genau diese Akteure des kapitalistischen Systems die Idee gut finden, wird das BGE zum Nachteil der Menschen ausgestaltet werden. Finanzierung und Gerechtigkeit. Die enormen Kosten des BGE werden laut Butterwegge oft unterschätzt oder gar nicht thematisiert. Zudem kritisiert er, dass viele Finanzierungsmodelle die Steuerprogression abschaffen würden, was eine historische Errungenschaft sei und die Reichen weiter entlasten würde. Das Thema Finanzierung hatten wir ja bereits. Laut der Modelle würde die Steuerprogression sogar ansteigen. Ganz im Sinne des Sozialstaatsprinzips aus unserem Grundgesetz und so, wie es sich Christoph Butterwegge vermutlich sogar wünschen würde. Das heißt, dass hohe Einkommen viel und kleine Einkommen weniger Abgaben und Steuern zahlen. In diesem Punkt verfolgen das bedingungslose Grundeinkommen und Christoph Butterwegge
dieselben Ziele. Keine Lösung für grundlegende Probleme. Butterwegge ist der Ansicht, dass das BGE keine grundlegenden Verteilungsprobleme löst, sondern eher neue schafft. Es sei kein Allheilmittel gegen Armut oder Arbeitslosigkeit. Stattdessen könnte ein BGE dem Staat ermöglichen, sich aus der Verantwortung für aktive Beschäftigungspolitik zurückzuziehen. Echte Armutsbekämpfung erfordere eine Umverteilung von Reichtum, die das BGE nicht leiste. Und hier hat Butterwegge teilweise recht. Das BGE ist absolut kein Allheilmittel. Allerdings löst das BGE das Problem mit komplizierten Regeln und Anträgen, für die bedürftige Menschen oft keine Zeit oder es an Fähigkeiten fehlt, durchzublicken. In dieser Abbildung sehen wir, dass viele Menschen Sozialleistungen gar nicht erst in Anspruch nehmen, obwohl sie es könnten. Es zeigt, dass es als Sozialstaat nicht ausreicht, Angebote zu machen. Menschen, die aufgrund der Lebensumstände benachteiligt sind, haben Schwierigkeiten, das Geld des Sozialstaats abzurufen. Eine alleinerziehende Mutter hat keine Zeit, Paragraphen zu wälzen. Ältere bedürftige Menschen haben möglicherweise nicht mehr die Denkkraft, um Anträge zu stellen, und Kinder, die im Bürgergeld aufwachsen, dürfen nicht bestraft werden, wenn die Eltern durch schlechte Bildung oder schlechte mentale Gesundheit kein Geld für Bildung oder soziale Teilhabe beantragen können. Entwertung der Arbeit. Butterwegge geht nicht davon aus, dass uns durch die voranschreitende Digitalisierung die Arbeit ausgehen wird. Er hält Begriffe wie Industrie 4.0 und Internet der Dinge für Modebegriffe und unnötige Panikmache. Abgesehen davon, dass das Internet der Dinge eine digitalisierte, vernetzte Welt beschreibt und nichts direkt mit Arbeit zu tun hat, könnte er sich hier komplett irren. Laut dem technischen Direktor bei Microsoft, Kevin Scott, wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2030 bereits 95% des erstellten Softwarecodes weltweit von künstlicher Intelligenz geschrieben wird. Schon heute stammen bis zu 30% des Codes bei Microsoft und Google von KI-Modellen. Schon Ende diesen Jahres werden KI-Modelle in der Lage sein, die besten menschlichen Programmierer in Fähigkeiten und Kompetenz einzuholen. Das sagt kein geringerer als Sam Altman, CEO bei OpenAI. Doch sollte die Digitalisierung in den nächsten Jahren zu hoher Arbeitslosigkeit führen, würde Christoph Butterwegge noch viel radikalere Maßnahmen treffen als die Einführung eines BGE. Er zitiert dazu Ralf Krämer zum Thema einer Maschinensteuer. Wenn automatische Maschinen und Roboter und große gesellschaftliche Infrastrukturen und Netze immer mehr die Grundlagen der Reichtumsproduktion bilden, dann stellt sich die Frage nach Eigentum und Verfügung, nach sozialistischen Alternativen jenseits des Kapitalismus. Was bleibt also von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens übrig? Das BGE klingt nach einer einfachen Lösung, doch einfache Lösungen haben oft auch ihre Tücken. Die Antwort ist wie so oft leider nicht einfach, sondern sehr kompliziert. Das BGE ist weder unbezahlbar, noch ist unser Sozialstaat zu groß. Das zeigt die aktuelle Forschung. Trotzdem muss ein gesellschaftlicher Konsens darüber hergestellt werden, wie wir das Steuer- und Abgabensystem so umgestalten, dass es nach dem Sozialstaatsprinzip wieder korrekt funktioniert. Die Kritik von Armutsforscher Christoph Butterwegge hat trotzdem extrem großes Gewicht. Der Punkt, dass ein pauschales BGE die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit Krankheiten, Behinderungen oder komplizierten Lebenssituationen ignoriert, ist stark. Hier muss jede BGE-Konzeption Lösungen liefern oder akzeptieren, dass sie bestimmte Gruppen schlechter stellen würde als das jetzige System. Auch die Sorge vor einer Aushöhlung des Sozialstaats kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Es kommt extrem auf die Ausgestaltung an. Gleichzeitig löst das BGE aber potenziell das riesige Problem der Komplexität und der Stigmatisierung. Es könnte den Zugang zur Grundsicherung radikal vereinfachen und Millionen Menschen erreichen, die sich im aktuellen System nicht zurechtfinden oder aus Scham keine Anträge stellen. Es gibt aber auch Kritikpunkte, auf die wir bisher nicht eingegangen sind. Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen, dass Menschen weniger arbeiten? Bisher gibt es keine Studie oder Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen, das eine signifikante negative Veränderung der Erwerbstätigkeit feststellen konnte. Weder die kanadische Mincom-Studie aus den 1970er Jahren, noch die Open Research-Studie in den USA aus 2024 oder die aktuelle Studie des Vereins Mein Grundeinkommen und des DIW konnten nennenswerte Verschlechterungen auf dem Arbeitsmarkt nachweisen. Die Behauptung wäre also nach aktuellem Forschungsstand widerlegt. Und dann wäre da noch das Argument, dass ein BGE zu hoher Inflation führen würde. Dieses Thema zu beleuchten wäre allerdings wegen der Komplexität Stoff für ein eigenes Video. Wenn ihr ein Video sehen wollt, in dem wir das BGE und die möglichen makroökonomischen Effekte einmal durchspielen, dann liked jetzt das Video und schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie geht es jetzt weiter? Am Ende ist die Frage BGE ja oder nein keine reine Rechenaufgabe.
Es ist eine Entscheidung darüber, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Und auch wenn eine flächendeckende Einführung des BGE in Deutschland in naher Zukunft unwahrscheinlich scheint, ist die Debatte darüber unglaublich wertvoll. Sie zwingt uns, über die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Sozialsystems nachzudenken. Und persönlich bin ich wie Christoph Butterwegge auch der Meinung, dass ein BGE eine zu einfache Lösung darstellt. Die schwächsten Glieder der Gesellschaft werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Regenschirm in den Regen gestellt. Das BGE ist aber ziemlich nah an dem dran, was unsere Gesellschaft wirklich braucht. Und das ist eine allgemein gerechtere Besteuerung und bessere Umverteilung, damit alle Mitglieder unserer Gesellschaft gut leben können. Mich würde jetzt aber brennend deine Meinung interessieren. Was nehmt ihr aus der BGE-Debatte mit und welche Aspekte findet ihr am wichtigsten? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare und lasst uns fair und konstruktiv weiter diskutieren. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen im Detail finanzierbar wäre, habe ich hier ein Video für euch. Und wenn ihr wissen wollt, welche positiven Effekte ein BGE auf unsere Gesellschaft haben kann, klickt auf dieses Video. Passt auf euch auf, euer Phil von Politify. Oh, und der ist jetzt heiser, ich sag's euch.